Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielleicht sind ja auch Sie historisch interessiert. Ja, an Hunden sind Sie sicher interessiert, sonst wären Sie ja nicht hier auf meinem Kanal. Und wenn Sie da sind, historisch interessiert, dann ist Ihnen der Begriff Harzrüde, Sauhund oder Saupacker sicher bekannt. Wer waren die Saupacker? Was tun die? Ich habe da auf meinem Kanal ein Video gebracht, da geht es speziell über Catchdogs, also über diese Saupacker. In diesem Video behaupte ich, dass die Saupacker bis heute noch nicht ausgestorben sind. Ja? Und in der Moderne vom Dogo Argentino, Presa Canario, American Bulldog, Cane Corso, Catahoula, Leopard Dog und einigen anderen weiter präsentiert werden, wenn ich so sagen kann. Der Meinung bin ich auch heute noch. Doch gab es auch diese ursprünglichen Saupacker und da gibt es ein ganz interessantes Projekt in Deutschland, welches dieses Thema aufgenommen hat und über das möchte ich heute gerne sprechen. Doch zuerst mal, was taten die Saupacker? Wer waren die? Ja, bis Ende des 19. Jahrhunderts war die Wildschweinjagd mit der Jagdgesellschaft und einer Hundemeute sehr beliebt. Es war eine blutige Angelegenheit, eine gefährliche Angelegenheit. Das lief in etwa so ab. Also da bewegte sich eine Jagdgesellschaft mit einer Hundemeute auf die Jagd. Und diese Hundemeute bestand zumeist aus zwei Arten von Hunden. Zwar aus den Saufindern und den Saupackern. Und wie es der Name schon sagt, die Saufinder hatten die Aufgabe, das Wildschwein aufzuspüren, die Jagdgesellschaft und die Packer zum Wildschwein zu führen. Und wenn dieses aufgespürt war, kamen die Packer zum Zug. Die wurden losgelassen, waren zum Teil oder öfter geschützt durch so gesteppte Wamse um den Torso zum Schutz gegen die Hauer der Keiler oder die Bisse der Sauen. Ja, die holten dann das Schwarzwild ein, packten dieses und hielten dieses so lange fest, bis der Jäger mit der Saufeder das Wildschwein tötete. Das war eine unheimlich gefährliche Aufgabe für die Hunde, auch für den Jäger, aber weit gefährlicher für die Hunde, denn es gab damals ja zum Teil mehrere Sprichwörter, wie zum Beispiel Sauköpfe kosten Hundsköpfe oder für ein Kilo Wildschwein benötigst du 2 Kilo Hund. Sie wissen, Wildschweine sind Panzer. Das sind extrem wehrhafte Tiere und wenn sich die ihres Lebens erwehren, dann können die tödlich sein. Ja, die sind unheimlich stark, die beißen, die schlagen. Ja. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, welche Art von Hund solch ein Saupacker war. Das müssen extrem starke, mutige, schnelle, ausdauernde Hunde gewesen sein, die jederzeit den Willen hatten, sich auf einen offenen Kampf mit den Wildschweinen einzulassen. Die hatten oftmals keinen einheitlichen Schlag optisch, doch die hatten alle einen ähnlichen Typ, nämlich den Typ, der einen Hund als Packer, ja, sage ich mal, am besten präsentiert. Und das waren, wie schon vorher gesagt, größere, starke, nicht zu schwere, schnelle, mutige Hunde. Es gibt in Deutschland ein beeindruckendes Projekt welches das Thema ursprünglicher Saupacker behandelt. Ja, und über das möchte ich Ihnen jetzt kurz mal erzählen und ich möchte gleich vorneweg sagen, verzeihen Sie mir, wenn ich des Öfteren meinen Blick abwende von Ihnen, aber ich habe mir hier detaillierte Notizen gemacht, um Ihnen das Ganze auch wirklich anständig präsentieren zu können. Zum Schluss des Videos gebe ich dir mein Gesamtfazit, meine Meinung dazu ab und da hätte ich einiges dazu zu sagen. Doch lassen Sie mich mal loslegen. Da war im späten 20. Jahrhundert, das muss so in den 80ern gewesen sein, begann ein passionierter Hundefreund, der scheinbar auch geschichtlich interessiert, also historisch interessiert war und dem der Begriff Saupacker sicher nicht fremd war, davon bin ich überzeugt, ein Projekt zu starten. Dieser Mann besaß eine deutsche Dogge und er litt mit diesem Hund mehr oder weniger, wenn ich so sagen kann, ein Schicksal, wie es viele Hundebesitzer mit großen molossoiden Hunden erleiden. Wir wissen alle, dass speziell die großen, schweren Molosserrassen nicht zu den gesündesten gehören. Aus verschiedensten Gründen. Da spielt das Gewicht mit, da spielt Überzüchtung mit, ganz wichtiger Fakt oder Anteil an diesen krankheitsanfälligen Hunden ist die Inzucht. Und wenn der Genpool nicht groß genug ist, dann kommen die Züchter
über Inzucht nicht hinweg. Dass Inzucht nicht gesundheitsfördernd ist, das wissen wir, das ist nicht nur bei Hunden und anderen Tieren so, das ist auch bei uns Menschen so, und Sie werden schon gehört oder gelesen haben, dass es hier oftmals Probleme beim Adel, bei dem Blaublütigen gab. Also da kam Inzucht des Öfteren vor, und da erblickte das eine oder andere Mal ein nicht ganz richtig tickender Mensch die Welt. Ja, also das kam vor, so ist es bei Hunden auch. Ja. Inzucht ist gang und gäbe bei rein gezüchteten Rassehunden und ja, ist nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit. Und scheinbar hatte diese deutsche Dogge ziemlich mit der Gesundheit zu kämpfen. Sie wissen ja, Herz, Nieren, Bewegungsapparat und so weiter und so fort. Und das dürfte diesen Herrn schwer im Magen gelegen sein. Er erwarb durch Zufall einen Mastiff Deutsche Dogge Fila Brasileiro Mix namens Cäsar. Und das dürfte ein absoluter Top-Spitzenhund gewesen sein. Mit überragender Beweglichkeit, Spürhundetauglichkeit, Unerschrockenheit und der Optik dieser alten Saupacker. So entwickelte dieser Herr den Gedanken, Hunde zu züchten, die in die Richtung dieses Cäsars gehen, denn er hatte auch unzählige Komplimente von Leuten erhalten, die diesen Cäsar persönlich kennengelernt haben und die dieser Cäsar halt beeindruckt hat. Ne? So besorgte er sich eine reinrassige Fila Brasileiro Hündin namens Kane und ließ die von diesem Cäsar decken. Doch war er mit dem Ergebnis dieses Wurfes nicht ganz zufrieden. Wunderschöne Hunde scheinbar gewesen, doch vom Wesen her etwas zu kantig. Ja? Und das war nicht das Ziel dieses Herrn. Ja? Denn die Hunde waren, als sie erwachsen wurden, sehr reserviert gegenüber fremden Menschen. Also die zeigten eine Abneigung gegenüber fremden Menschen, scheinbar in einem Ausmaß, welches diesem Mann doch etwas zu krass war. Wir wissen, der Fila Brasileiro ist bekannt dafür, dass er sehr reserviert gegenüber Fremden ist. Und mir wurde das von 90% aller Fila-Besitzer, mit denen ich sprach, auch bestätigt. Nicht von allen, aber der Großteil von Fila Brasileiro-Besitzer bestätigte mir, dass es hier schon Probleme geben kann. Doch wie gesagt, das war nicht das Zuchtziel dieses Mannes. Und er dachte sich aber, er lässt das Projekt nicht fallen, sondern versucht hier mit anderen antiken Doggenrassen weiterzuarbeiten, wie zum Beispiel dem Mastino Napolitano, Cane Corso, Mastiff, die Deutsche Dogge und nur geringen Anteil des Fila Brasileiros, der allerdings hier auch vom englischen Blatthund ersetzt werden konnte, um die Spürhundequalität zu erhalten, aber etwas Biss aus dem Charakter herauszunehmen. Ja, er besorgte sich dann eine Cane Corso Hündin namens Mona und ließ diese von einem wunderschönen deutschen Doggenrüde, einen blauen, decken. Ja, und das dürfte dann ein fantastischer Wurf gewesen sein, mit eleganten, starken, selbstbewussten, aber absolut nicht aggressiven Hunden. Somit war schon ein gewisser Zuchtstamm da. Ja. Ich muss da manchmal etwas schummeln, um das Ganze nicht zu verwechseln. Ja, genau. 2 Jahre später ließ er diese Mona, also diese Cane Corso Hündin, dann von diesem tollen Cäsar decken, aber dieser Wurf war wieder etwas kantiger. Aber wie gesagt, es war dann schon ein guter Zuchtstamm da. Und aus der Verpaarung Cane Corso mit Deutscher Dogge, da gab es eine Hündin, die hieß Zulu, die war ein Wurf dieser Verpaarung. Und diese Zulu deckte er dann nochmal mit diesem tollen Cäsar. Ja? Und der Wurf dieser Verpaarung stellte dann für ihn den ersten deutschen Saupacker dar. Und im Jahr 2008 wurde dann der Verein des deutschen Saupackers gegründet. Und dieser Verein widmet sich der Problematik der Reinzucht doggenartiger Hunde und nahm sich als Ziel, ein durch Kreuzungen mehrerer doggenartiger Urrassen wie den Old English Mastiff, die Deutsche Dogge, Cane Corso, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, aber auch den Rottweiler, Bordeaux Dogge, Bull Mastiff, Broholmer, Dogo Canario und Tosa Ino, ja, einen an den heutigen zivilisierten Menschen angepassten Hund zu erschaffen, welcher durch Gesundheit, hohes Alter und optimalen Bewegungsablauf diesbezügliche Lebensqualität erfährt. Aber die Verpaarungen basieren auf vorgeschriebenen Prozentanteilen, welche bei diesen Kreuzungen von den einzelnen Rassen, die da zugelassen sind für dieses
Zuchtprogramm nicht überschritten werden dürfen. Da gibt es eine strikte Tabelle, die kann man auf diesen Webseiten dieses Zuchtprogramms von diesen Züchtern sich ansehen, und die beschreibt, mit welchem Prozentanteil man diese für dieses Zuchtprogramm geeigneten Hunderassen hier einzüchten darf, ja, um am Zuchtprogramm teilnehmen zu können, wenn ich das so ausdrücken kann. Also seit 2016 ist dieser deutsche Saubacker durch die Allianz Canin Worldwide eine anerkannte Rasse, und diesen Verband, den gibt es in 107 Ländern. Ja, hier werden auch Ausstellungen mit diesem Hund gemacht, und es gibt auch einen Standard, den ich allerdings nur kurz anstreifen möchte. Ich sage Ihnen mal, wie es da mit den Größen aussieht. Also der deutsche Saubacker darf eine Schulterhöhe zwischen 60 bis 85 Zentimeter erreichen und ein Gewicht zwischen 50 und 85 Kilo. Also wir sehen hier, die Bandbreite ist schon ziemlich groß, aber das ist nicht verwunderlich bei diesen vielen Hunderassen, die da mitspielen. Von den Farben her alle Farben erlaubt, außer Reinweiß. Bei den Gebissstellungen haben wir ein Scherengebiss bevorzugt, wobei aber ein Vorbiss und ein Zangengebiss erlaubt sind. Ja, in der Gesamterscheinung ist das ein typischer Molosser. Das sind kurzhaarige Hunde mit Schlappohr, mit breiten Schädeln, nicht zu kurzem Fang, groß, lange Rute, sowieso wunderschön. Meiner Meinung nach also wenn ich es schnell erklären müsste, wenn mich schnell wer fragen müsste, wie sieht ein deutscher Saubacker aus, würde ich sagen, wie ein schlanker Fila Brasileiro oder ein schlanker Tosaino. Ja, das ist grob ausgedrückt. Grob ausgedrückt. Ist etwas vielleicht zu einfach ausgedrückt, wenn man betrachtet, was da für Arbeit drinnen steckt. Aber ich sage ja, das ist grob ausgedrückt. Schauen Sie, meine Meinung zu diesem Projekt ist, ich möchte zuerst mal sagen, ich habe allerhöchsten Respekt vor den Leuten, die an diesem Projekt mitarbeiten. Ja? Und scheinbar ist das eine untereinander sehr gut funktionierende Züchtergemeinschaft, die da untereinander zusammenarbeitet, welche die Hunde, mit denen hier gezüchtet wird, also mit diesen Rassen, die für dieses Zuchtprogramm in Frage kommen, welche diese Hunde extrem penibel auf HD, auf ED, auf Herzerkrankungen, Augenerkrankungen und so weiter prüft, ja, und auch keinen Wesenstest auslasst. Und ich garantiere Ihnen auch, wenn Sie an so einem deutschen Saubacker interessiert sind, ja, müssen Sie damit rechnen, dass sämtliche Leute, die an diesem Zuchtprogramm teilnehmen, Sie ganz genau untersuchen, ja, bevor sie ihnen einen Welpen geben. Also das sind mit Sicherheit Leute, die ihre Hunde nicht jedermann verkaufen. Und das, finde ich, ist auch gut so. Also das ist eine ganz tolle Sache. Doch nochmal kurz zurück. Meine Einstellung zu diesem Projekt ist absolut positiv. Und ich finde, dass die das extrem toll machen. Denn durch die permanenten Einkreuzungen verschiedenster Hunderassen, also dieser Hunderassen, die in diesem Zuchtprogramm erlaubt sind, ja, kommt es permanent zu Blutauffrischung. Ja. Also diese Leute verhindern dadurch Krankheiten, die durch Inzucht entstehen. Und das finde ich absolut super toll. Denn welcher Molosser-Fan da draußen möchte nicht einen gesunden Molosser zu Hause haben? Ja? Und der Fakt, dass sich diese Hunderassen, die in diesem Zuchtprogramm erlaubt sind, doch alle optisch etwas ähneln untereinander, ja, erlaubt es auch, mit diesem Saupacker einen doch einheitlichen Typ Hund zu erschaffen. Das würde bei vielen anderen Hunderassen nicht funktionieren. Nehmen wir mal das Beispiel Dobermann her. Hier könnte man da nicht so in diesen Hunderassenpool wählen, ja, um einen Hund herzustellen, wenn ich so sagen kann, der nach wie vor dem Dobermann sehr ähnelt. Ich kann mir vorstellen, dass man hier eventuell mit dem Dobermann, mit dem Chinese Red Dog arbeiten könnte oder mit dem Berger de Beauce, dem Bouseron, dem französischen Schäferhund, und eventuell, wenn man das auch wirklich stark zudrückt, noch einen Weimaraner einbauen könnte, ja, aber hier hätte man nicht so viel Spielraum. Ja. Bei den Molosser-Rassen sieht das schon anders aus. Und da kann man so ein tolles Projekt starten, um durch
Einkreuzungen dieser Rassen, die da in diesem Projekt erlaubt sind, dennoch einen Typ Hund zu erschaffen, der sich untereinander ähnelt. Auch wenn jetzt bei dieser Verpaarung ein Rottweiler drinnen war, also ein Rottweiler verpaart wurde mit einem Cane Corso Deutsche Dogge Mix. Oder bei dieser Verpaarung ein Bullmastiff Tosa Inu Mix mit einem Fila Brasileiro Cane Corso Mastiff Mix verpaart wurde und so weiter. Im Endeffekt wird hier immer ein ähnlicher Schlaghund das Licht der Welt erblicken. Ja, da funktioniert das. Und deswegen beeindruckt mich dieses Projekt derartig, weil das einfach nur einfach nur Vorteile hat. Ja. Durch diese ständige Auffrischung des Genpools, also Vermeidung von Inzucht, werden diesbezügliche Krankheitsanfälligkeiten schon mal verhindert. Das finde ich absolut toll. Außerdem achten diese Leute, also die Teilnehmer dieses Zuchtprogramms, unheimlich darauf, dass das wesensfeste Hunde sind. Ja, also keine Hunde, die sich leicht erschrecken oder überaggressiv sind und so weiter. Also wenn man sich mit diesem Projekt Hunderasse auseinandersetzt, dann kann man auf den Webseiten diverser Teilnehmer dieses Projekts schon rauslesen, dass da ziemlich darauf Acht gegeben wird. Ja, meiner Meinung nach ein absolut tolles Projekt, ein absoluter Leckerbissen für Menschen, die sich für Molosserartige Hunde des Typs Sauparkers interessieren. Ich bin da so ein Kandidat. Hätte ich meinen Hund nicht, hätte ich höchstwahrscheinlich schon, ich liebe meinen Hund abgöttisch, das wissen Sie. Ich will, dass er 3000 Jahre alt wird, aber hätte ich ihn nicht, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann hätte ich höchstwahrscheinlich schon Kontakt zu diesen Leuten aufgenommen und wäre auf Knie zu ihnen gerutscht und gesagt, bitte, bitte, bitte gebt mir so einen tollen Hund. Ja. Ich bemühe mich auch, der ganz, ganz, ganz richtige Hundehalter für diese tolle Hunderasse, für dieses tolle Projekt zu sein. Ja, viel mehr kann ich zu diesem deutschen Sauparker nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, lesen Sie sich ein, wenn Sie Molosser-Fan sind. Das ist extrem beeindruckend, was die da tun, diese Leute. Und Ihnen sollten Sie mir zusehen und Teilnehmer an diesem Zuchtprogramm sein, möchte ich nochmal sagen. Ich habe allerhöchsten Respekt vor Ihrer Einstellung zu diesem Thema und überhaupt von Ihrer Einstellung zum Thema Inzucht und gesunder Molosser und so weiter. Und ja, tun Sie weiter. Ich bin davon überzeugt, dass Sie am richtigen Weg sind und ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Ja, liebe Zuseher, das war es eigentlich schon wieder. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.